Ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns genau erwartet. Ich habe das Spiel gesehen im Internet für, ich glaube, 15 Euro ungefähr mit Versand. Ich denke mal so zwischen 10 und 15 Euro bekommt man das. Sah ganz gut aus und ja, ich denke mal, ne, es war jetzt nicht so teuer und dann kann man auch mal was ausprobieren. Mal sehen, was uns erwartet. Erstmal den Ton ein bisschen runterschrauben, dass ihr mich auch gut hört. Stimme. Ja, dann Englisch, Sprache, Deutsch. Schwierigkeit. Ja, keine Ahnung. Krieger, Meister, Legende. Lassen wir auf Krieger. Keine Ahnung. Ja, 2 Spieler gibt es auch, das ist schon mal gut. Ich habe gesehen, online und auf einem Bildschirm ist es auch möglich. Das ist schon mal viel wert beim Spiel. Aber hier kannst du nochmal einstellen. Feinde sind weniger aggressiv und schwächer. Feinde sind ziemlich aggressiv und greifen mit voller Kraft an. Ja, nehmen wir einfach mal Krieger. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt auf die Schnauze. Far to the east lies a land of great thinkers and incredible artists. The land of mighty rivers, majestic mountains, and mysterious forests. The legendary temple of South Shaolin appeared here hundreds of years ago. Its inhabitants perfected their ancient techniques for centuries, training the body, mind, and soul every day. Fearless monks defended the temple from both ruthless bandits and the terrible forces of darkness. But their greatest challenge was the invasion of the Wuku, pirates from the east who landed on the country's southern shores. When the government, mired in corruption, was unable to withstand the enemy's assault, the Shaolin monks decided to break their own rules and help. Joining forces with the Imperial Army, the monks managed to defeat the Wuku troops at the cost of many of their own lives. Victorious, the monks returned to their monastery and life went back to normal in the coastal towns. However, for the young fisherman Wei Cheng and his village, trouble followed trouble, seemingly without end. Ja, hört sich doch mal ganz gut an. Mal sehen, ob wir da gutes Spiel erwischt haben oder ob es absoluter Schwachsinn ist. Bandits again in less than a Schlecht month. sieht es jetzt nicht aus. I must find grandfather. He probably went to fight them on his own again. Vielleicht haben wir so eine Art Streets of Rage, sage ich jetzt mal. Okay, kämpfen geht mal auf allen Tasten, also X, Viereck, Kreis, Dreieck, alles möglich. Vernichtender Schlag. Okay. Ausweichen, okay.
Super, ey. Stell's mal anders ein. Das ist halt immer so bei den Knüppelspielen da, ne? Keine Ahnung, die sind immer bockschwer meistens. Stell's es doch mal auf, einfach mal sehen, wie der Unterschied ist. Ist ja auch mal wichtig zu wissen für jemanden, der das Spiel zum ersten Mal spielt. Die Steuerung ist ein bisschen schwach, würde ich sagen. Bisher erster Eindruck, sagen wir es mal so. Schwierigkeitsgrad her ist das doch eher schon was für jemanden, der es noch nie gezockt hat vorher. Das andere war zu hart von Anfang. Aber auch selbst hier ist schon genug Action drin. Hallo? So, okay. Mit dem Steuerkreuz kann man dann die Objekte einlösen, die man findet. Nein. Also ich würde bisher sagen, das Spiel ist von der Idee her definitiv top. Vom Umgesetzten her ein bisschen schwach. Aber es geht. Ich muss man sich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Den kompletten Eindruck jetzt schon rauszulassen ist noch ein bisschen früh. Für knapp 10 Minuten. Treffen trotzdem immer. PlayStation pumpt ein bisschen, obwohl es die Pro ist. Sie hat schon ein bisschen damit irgendwie zu kämpfen, obwohl das eigentlich so ein Mega-Brüller ist. Grafisch her, aber ja. Oh Gott. So der Zahnstocher Heini, ey. Alles klar, ey.
also das Spiel vom Schwierigkeitsgrad her, Wei Chung lay bleeding to death in the middle of his plundered krass. village. Trophäe erhalten, This was how Prolog. our story would have ended if Ach the so. Buddhist monks hadn't arrived in time. Making a stretcher out of their staffs, they placed Wei Chung on it and carried him for several days, until they finally reached one of the local fortified houses. Ach so, okay, also anscheinend musste ich den Kampf da verlieren. Dann ist okay. Vermutlich ist das dann ein späterer Boss oder Endboss. I'm glad that my potions were able to help, for you were barely breathing when they brought you here. Who are you? How did I end up here? We are the monks of South Shaolin. I am Master Zhong Fei. On my left is Master Guang Li, the leader of our group, and Master Xuan Pai, his right-hand man. You are in our camp in an abandoned Tulu, not far from your village. Our scouts found you among the ruins and brought you here. Thank you. My name is Wei Chung. My grandfather was beside me in the village. Did he survive? I am sorry. We arrived when it was all over, and the village was nothing but a smoking ruin. You were the only survivor. Monsters. I will hunt them down and kill each and every one of them. Do you really think that these are normal bandits? We are sorry to bring you such sad news, but at least you are safe now. You are recovering quickly, and will be able to return to your relatives soon. Do you have somewhere to go? I lost my parents when I was still a child, and my grandfather raised me. The rest of my family lived in the same village. Fate has been harsh to you, Wei Chung. We will wait until you are fully healed, and then decide what to do. They cannot just toss you out onto the street. Hello, Wai Jin. My name is Lu Haibo. You don't look like a monk. Huh. You're a sharp one. I am but a poor merchant, as well as the captain of the ship Sparrow Feather. We will meet the monks in the south, in the Fujian province. The same place where the Temple of South Shaolin is located? That's right. They needed a ship to get over to Zhenjiang. I didn't take any money for the service and ended up staying with them. I look after the weapons and help them get where they need to go. I don't have a crew right now, so the monks themselves are helping me sail the ship. The first combat sailors of Shaolin in the world. If you need any help during the battle, just call for me. I'm not Master Zheng Lung, of course, but I can certainly fight as well as you. Ach so, okay. I guess you have some balls, lad, and you can stand up for yourself. However, you must start using your chi in combat. Follow me, and I will teach you how to achieve it. Let us start with focusing on the internal power within you. Try to feel how it flows within your whole body, filling every part of you. Now, go ahead with one of the strokes, but keep it slow. Try to get... You're a quick study, Wei Chung, aren't you? Keep in mind that your power is limited, and it only fulfills during combat. Good job. Now you can either practice a bit more with Yin, or head back to Tulu. It seems like you...
Wei Chang, since you have almost fully recovered, I have a simple but very important request. Brother Zheng Lung has gone to the Temple of the Lake Plum on Putuo Shan. We haven't heard from him in a while, and Lu Haibo is planning to sail after him. Can you help him? Of course, it is no bother. Plus, Master Zhongfei told me that I need to move more. Thank you. That would be a huge help. You'll meet Zheng Lung at the same time. He's one of the best South Shaolin warriors. Belohnung, eine andere Waffe, okay. I'll go and check the hold, since we recently developed a rat problem. I will wait here for you. Who are you trying to trick, BAD? You have boxes of wine down there, not rats. These are herbal potions. Hurry up. I want to leave before noon. Strange. The gates are broken. The temple has been attacked. We must find Zhanglong. Auf jeden Fall mit diesem Balken da kämpft sich das nicht mehr ganz so zäh. Das muss man dann denken lassen. Oh. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen schwachsinnig wieder, aber jetzt weiß ich zumindest, wie es geht. Wie soll das gehen?
hier ist echt schwachsinnig bei dem Spiel, ey. Ohne Witz. Ja, ne, was soll ich davon halten, ne? Ich drücke jetzt mal Neustart, mal sehen, wo das hier weitergeht. Ja, das geht ja. Ich dachte jetzt wieder alles von vorne. Kann mir mal einer verraten, wie ich die jetzt da wegkloppen soll? Wie das funktionieren soll? Jetzt komme ich ja selbst mit Kreis nicht mehr hin. Das ist doch Schwachsinn. So. Klasse. Muss man erstmal drauf kommen. Weil ich gleich wieder am Arsch. Und wusste das einfach nicht. Klasse. Wieder so ein Idiot. This isn't a temple, it's a pile of useless crap. Well, did you morons find it? We've gone through everything, even the toilets, but it's nowhere to be found. Shit. Finish off the monks and this lowlife, then burn this place down. Who are you calling a lowlife?
Shi Changlong? That's right. You must be the fisherman. Yes, my name is Wei Cheng. Shi Guanli has sent me and Liu Haibo to get you. Looks like this Hulk has beaten the crap out of you. That was only round one. However, I must admit that their leader, despite fighting with the grace of a drunk pelican, possesses superhuman strength. Quick, let's head to the ship before Li Haibo starts complaining again that we're dawdling. Zhenglong, did you find out anything? The monks themselves haven't heard anything, but the Wuku still left behind a few hints. It seems that at least 2 clans are operating in this region. Red Clan, which attacked Wei Cheng's village, and Green Clan, which we confronted just now. We don't yet know if they are connected. Wait. Did you say Wuku? That's right. Japanese pirates have reappeared on the shores of the Middle Kingdom, although their attacks are still very infrequent. But you had crushed the Wuku 5 years ago. I thought my village was attacked by just another band of brigands who dressed up as pirates to scare people. They've done that before. I don't care if they're bandits or another Wuku invasion. I want to help you fight them. First, it's too early to talk about a full-scale invasion. There are different theories about what is happening, and our group was sent here to find the answer. Second, if we need help with fishing, we will be sure to call for you. Fishing? Hey, I fight better than you do. Yeah, pull the other one. How would a simple fisherman know how to fight? Staff fighting was a skill passed down through the generations in my family, as well as fishing. Grandfather didn't have time to teach me everything, but it was enough to defend our village from bandits. It'll certainly be enough to knock the teeth out of those filthy pirates. I've seen him fight, Guanli. His technique is weak, but he has enough strength and endurance for 2. I'll give him that. Plus, you know yourself that few survive with such wounds as his. As much as I respect our teacher, there is more at work here than infusions. And he can kill a pirate by grabbing him by the mustache. What if the pirate doesn't have a mustache? They killed my whole family and destroyed my home. Give me a chance to get even. Fine. An extra staff won't hurt. Come back when you are ready. I have a few tasks for you. I won't let you down. Ach, wieder zu dem Trainingstyp. Ja gut, dann lernen wir wieder was dazu. Aber warte mal. Wir haben doch einen anderen Stock da freigeschaltet, ne? Waldruhe, die Verwendung von QE stellt die Gesundheit wieder her. Ja, ist doch gut. Sieht doch auf jeden Fall stärker aus als der normale Stock, ne? Kette und Schuhe sind noch leer. Und im Spiel übernimmt er den auch. Sieht doch ganz gut aus. Mal sehen. Well, Wei Cheng, it is about time for you to fight alongside the true monks of Shaolin. Whenever you're ready to learn something new, I will be there for you to show some of our combat techniques.
Okay. No lumberjacks anywhere, and the Wu crew wouldn't have taken them as hostages. It means that they managed to escape into the forest. It is safe to return. The Wu crew won't dare attack this sawmill again. Have occupied a small village north of here. According to reports, the same red masked swordsman who wounded Zhang Lung also led the attack. I thought masks were only worn on holidays. Every day is a holiday for that cutthroat. Silence, you idiots! Zhang Lung and Wei Cheng, you will come with me to free the village. The plan is simple. The village is surrounded by a thick bamboo forest, which we will use to sneak up to it. Once we reach the edge of the forest, we will draw closer together. If you meet the leader, wait for the others. Do not engage. It shall be done. Certainly, my general. Oh, why did I take you dorks with me? As soon as we are back, you are going off to meditate for 2 days and think about your inappropriate quips.
bastard did this to them. is this? Another bothersome peasant coming to get revenge for his dishonored sister? You haven't even pissed yourself in fear like the others. Do you always talk this much? Or only when you're about to die? How daring! I like it. I'm about to add another head to my collection. Come on, Pipsqueak. Show me how you wave your hoe about. Alles klar bei dir. Gut. Der Typ, ey. Ja, soweit auch alles klar. Ich guck gleich weiter bei den Kommentaren. Erstmal sehen, wie das mit dem Typ da funktioniert, ey. Alles klar, ey. Ja, Crash 4 eher mal angetestet, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht mehr gespielt seitdem. Durch, ne? Ich glaube, das war nichts mehr. Okay, dann ist es zu laut. Dann muss ich es leiser stellen. Nachher.
wir mal kurz. Einstellungen. Effektlautstärke wird es dann wohl sein. Machen wir es mal so. Musiklautstärke machen wir mal so. Gesamtlautstärke. So. Dialoge. Ja, so. Gucken wir mal, ob es dann vielleicht so besser ist. We've beheaded one of the Wuku gang and forced them to flee. I'm afraid that this is only the beginning, so don't let your guard down. You were a great help, Wei Chung. Well done. This doesn't cancel out the fact that he engaged our leader without waiting for us. I gave you clear instructions, fisherman, and you disobeyed me. Ist es auf deiner Liste schon vorher gewesen oder jetzt? He had completely surrounded the village, so he had nowhere to run. That was the whole point of the plan. There is great power inside you, Wei Chung, but it is held back by your rage and hunger for revenge. I can take you under my wing and teach you everything that I know. But you must promise to obey Master Guan Li and I. Not let anger control you. All right, I promise. Okay. Our heroes didn't get to celebrate their victory for long. The Red Wuku clan, which had disappeared after attacking Wei Chung's village, suddenly reappeared. Ja, warte mal, ich schreib gerade mit dem Levis. Ich sag dem Levis ganz kurz. Levis, ich bin gleich wieder da, ne? Ich tue hier gerade nochmal ganz kurz das Headset wechseln, weil Kevin ist zufällig auf Twitch live. Vielleicht hast du ja zwei Fenster, die du aufmachen kannst. Ich bin gleich wieder da für dich. Wei Chung, you don't look so good. Are you having nightmares again? Yes, it's always the same one. I'm in the village again during the Wuku attack, surrounded by fire, death, and screams. And there stands a warrior in red armor and a white mask. Guan Li says that we are on the right path, and we'll be able to track him very soon, although he continues to elude us thus far. This clan is much more organized. According to the sparse reports, their leader acts more like a war chief than a pirate. I don't care what he's like. When we finally reach him, I will tear out his heart with my bare hands and feed it to the dogs. You need a distraction, and I happen to have some good news. You have learned much from me over the past few weeks, but it is time for you to see certain things that we teach only in South Shaolin. Let us go outside. This fighting style is called Southern Elements. It allows you to use your chi to perform incredibly powerful hits. The first move is a round attack, which inflicts damage on every foe close enough to you. The second move unleashes the full power of your weapon over the head of your enemy. The third move throws your opponent into the air, cancelling his attack and making him vulnerable to kicks. Now go ahead and try to use all of this in real combat.
What is it, Shunpai? I'm trying to write in my free time. There's plenty about you in there. Bin ich wieder. Ja, keine Ahnung. Ich wusste nichts von Kevin, weil, keine Ahnung, Twitch bekomme ich meistens keine Mitteilung. Wenn er auf YouTube drin gewesen wäre, ja, dann wäre ich ja sowieso nicht reingekommen. Egal, besser doppelt als gar nichts. Warte mal. Ich habe doch da Schuhe freigeschaltet bei dem. Lauf- und Sprunggeschwindigkeit, okay. Das ist ein Kollege von Kevin. Der hat den früher schon gerne geguckt und ja, keine Ahnung, in letzter Zeit machen die da auch gerne mal was zusammen oder ja, tun sich da gegenseitig hochpushen. So gut so. Master Guanli was right. It's the Wuku. Okay. Ja, genau, deshalb habe ich ihn mir auch geholt, weil es sah einfach geil aus, ne? Und ich denke, das ist es wert, ja, so 13 Euro, ich sag mal zwischen 10 und 15 Euro. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe, ich glaube mit Versand 15 Euro. Und da kannst du einfach nichts sagen. Also das Geld, finde ich, ist es auf jeden Fall wert. Ich würde sagen, spielerisch natürlich ist ein Streets of Rage natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, aber definitiv bei dem Preis top. Vor allem kann man es auch zu zweit zocken. Ist vielleicht auch interessant mal. Online und auch lokal an einem Bildschirm. PS4, ja, auf jeden Fall. Also bei dem Preis ja, machst du ja nichts verkehrt. Bus-Simulator habe ich mir übrigens auch geholt. Gab es jetzt für, ja, haben wir glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen, für 22 Euro. Habe ich jetzt auch hier, werde ich auch irgendwann mal zocken. Aber ich dachte jetzt hier mal spontan, ist vielleicht das hier erstmal ausreichend, obwohl ich jetzt auch nicht wusste, wie lange ich das jetzt hier zocke. Jetzt sind wir doch schon wieder eine Stunde dran. Ich dachte eher vielleicht, ne, hätte ja auch sein können, dass es so schlecht ist,
Erstmal nur 10 Minuten oder so. Ja. Schon angezockt? Nö. Ist noch verschweißt. Kam auch erst an die Woche. Ich glaube erst am Freitag oder so. 3 für 49, ja. Saturn ist leider zu weit von mir weg und online habe ich noch nie was bei Saturn oder Mediamarkt bestellt, ehrlich gesagt. Aber trotzdem natürlich eine gute Aktion, also manchmal sind da echt gute Sachen dabei, manchmal auch nur Schwachsinn. Dave war glaube ich beim Kevin drin, der hat da irgendwas gesagt. To my aid. Thank you. You'll have to hire some burly guys with weapons. What is the Emperor doing about all this? Nicht so viel, aber gerade so erzählt. RTS? Was ist RTS? RTS ist nicht so dein Genre. Yo, hi Kevin. Bist du auf Twitch noch online oder ist das aus? Wegen mir. Sowas wie Age of Empires? Wieso ist das nicht mein Genre? Age of Empires ist genau mein Spiel. RTS. Für was steht die Abkürzung RTS? Kommt gerade mit. Ist noch online, okay. Ja, Realtime-Strategie. Und wie heißt das Spiel, was es da gibt dann, was im Angebot ist? Anno 18, ach so, für PC. Ja gut, für PC. PC, da spiele ich nur so ein paar alte Kamellen drauf. Ja, Commandos 2 gibt es auch noch, stimmt, aber Commandos habe ich noch nie gespielt. Dazu kann ich echt nichts sagen. Who are you trying to trick, BAD? You have boxes of wine down there. Not these are. Habe ich das nicht vorhin schon gespielt, das Level? Aber es gibt hier immer noch Bonus, keine Ahnung. Temple has been attacked. We must find Zhanglong. Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall hier noch ein paar Spiele liegen, die letztens bei Amazon im Angebot waren. Da habe ich mal zugeschlagen. Ist auch, glaube ich, dieses Eisenbahnspiel da dabei, die Complete Edition, da wo du so eine Eisenbahnstrecke bauen kannst. Du erst mit so einer alten Dampflok und dann später mit den modernen
Elektrozügen da. Können wir auch mal zocken. Hätte ich auch mal Bock drauf. Ich habe das früher auch mal gespielt. Das gab es früher schon auf der PS1. Nur auf der PS1 war es natürlich noch ein bisschen einfacher gehalten. Da hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf, mal so eine Eisenbahnstrecke da zu bauen und sowas. Ja, das könnte so heißen. Ich kann auf jeden Fall gleich mal gucken. Weil ich hab's ja hier. This isn't a temple, it's a pile of useless crap. Well, did you morons find it? We've gone through everything, even the toilets, but it's nowhere to be found. Shit. Finish off the Ich bin ehrlich, ich habe auch noch nie Resident Evil 7 gespielt. Ich habe mir das zwar angeguckt, klar, überall mal in Videos und alles mögliche und mit VR und so. Boah. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich das zocke, dass ich mir Resident Evil damit irgendwie kaputt mache, aber irgendwie ist das auch Schwachsinn. Vielleicht sollte man es einfach mal zocken und dann sagen, es ist Müll oder nicht. Aber irgendwie hat es mich nicht gereizt bisher. Nee, es ist kein richtiges Resi. Haben aber auch schon sämtliche Reviews und sowas gesagt. Dass es eigentlich ein gutes Spiel ist. Es hat trotzdem Schwächen und es hat nichts mit Resi zu tun, eigentlich. Außer dass irgendwie Chris mit drin ist, der sich, glaube ich, in Werwolf verwandeln soll oder irgendwas. Keine Ahnung. That's right. You must be the fisherman. Yes, my name is Wei Chong. Shi Guan Li. Ja, so ungefähr. So stelle ich mir das vor. Mich würde eigentlich mal interessieren, ob Kevin das schon gekauft hat. Weil davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich denke mal, wenn am Release-Tag kein Unboxing oder irgendwas kam, dann oder zumindest mal irgendwie gezeigt, ne, dann ist er auch nicht so 100% begeistert davon. Denke ich mal. Würde ich jetzt mal so sehen. Ja, holen auf jeden Fall.
Was mich an dem Spiel nervte, ist, du musst wahrscheinlich, wie soll ich sagen, das halbe Spiel abhauen und ausweichen und boah, ne, ich klopp lieber alles kaputt. Ist das schon wieder das gleiche Level? Keine Ahnung, gibt es wohl als Aufträge. Ah, du scheiß Vogel da oben. Weg mit dir. Aber ich muss dem Spiel hier eins lassen, das ist nicht mehr so öde und zäh wie am Anfang. Guck mal, wie schnell der mittlerweile sich bewegt. Im Gegensatz zu vor einer halben Stunde gefühlt, vor einer Dreiviertelstunde. Der war ja langsam wie eine Schnecke. Und jetzt ist er echt schnell. Mittlerweile bringt er auch was im Kampf. Ja, der levelt auf. Hast du ja gesehen, man kann ja aufleveln. Geheimnis gefunden, okay. Interessant. Ja, wieder so ein Glasrohr-Typ da. Komm, schieß. Ja, alles klar, das ist in Ordnung, weil ich weiß ja Bescheid. Basketball, da kommt nichts drum rum. Ne, alles klar, danke fürs Zuschauen, Levis. Wir hören auf jeden Fall voneinander. Bis dann. Another bothersome peasant coming to get revenge for his dishonored sister? You haven't even... How
Also ich würde sagen, die 15 Euro für das Spiel haben sich definitiv gelohnt. Also es ist wirklich, also Preis-Leistung wirklich top. Absolut. Also sah es nicht nur gut aus, sondern es ist auch gut. Kann man echt so sagen. Ach, hier sind noch mehr Dinger. Toll. Gut, dass ich nur die hier bisher hochgehauen habe. Naja, egal. Ne, warte mal, das ist ja schon wieder das gleiche Level. Irgendwas mache ich falsch. Hier sind die neuen Missionen. Ach, hier stelle ich, glaube ich, die ich schon gemacht habe, ein. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Gut. Nehmen wir mal das hier. Da gibt es eine Halskette, die haben wir noch nicht. Okay, gut. Aber ganz unnötig haben wir die Levels ja nicht gespielt, weil es gab ja trotzdem Bonuspunkte. Oh. Also die Gegner werden jetzt definitiv härter.
war eine blöde Idee. Ich dachte, man kommt hier vielleicht mit einem kleinen Schaden durch. Also sah so aus, als wenn da hinten irgendwas ist. Ja klar, es geht genau hier weiter. Oh, es scheint nicht zu funktionieren, dass man hier durchkommt. Schade eigentlich. Wie sieht's aus, jetzt wenn da irgendwas wäre, ne? Da ist irgendwie ein Geheimnis oder sowas. Oh, wie hinkommen. So, jetzt vielleicht. Okay, Thema erledigt. So geht das. Okay. Nur mit den Hardcore-Schlägen da. Belohnung erhalten, Kette und 6 Special-Punkte. Ah, wunderbar. There was no horde, but we managed to find this object. It seems to be made out of jade and looks very old. The pirates probably wanted to sell it to a collector. At the peak of the Wuku power, a huge number of holy relics from plundered temples ended up in the hands of the... It's definitely a serious item, since it was guarded by quite an aggressive ghost. Those Taoist priests love nothing more than summoning spirits and casting... Interesting. Shuanpai, can you find out anything about this temple and relic? I don't want to wake up one morning with some demon eating my eyeballs.
I will try, but my collection of books is quite limited. I will let you know if I find anything. Aha, das war eben schon da mit dem Bambusstab. Jetzt gibt es das mit dem Teil hier und ja, jede Menge Bonuspunkte, ne? Aber ich glaube, das ist hier wahrscheinlich ein richtig schweres Level. Kistenhöhle. Nehmen wir erstmal den See. Kann ich die Kisten hier nicht kaputt machen? Scheint nur Deko. Oh.
Time to go back. Jetzt bin ich gespannt, ob dieser Bambusstab besser ist. Na, erstmal hier. Egal, nehmen wir das einfach mal. Hier bekommen wir sowieso wieder eine andere Waffe. Da gibt es ein paar andere Schuhe oder Stiefel, wie auch immer. Sandalen. Listen up, everyone. As you've probably noticed, the local authorities are still doing nothing. As if it's ever been otherwise. That's true. However, we have received a letter from an official named Wong Tai-shin. He has arrived from the capital to act as the censor and to restore order to the province. His powers are still limited, but his spies have discovered the They have been... I know that it's Pete. A good... Let's Ich drück das jetzt hier einfach mal durch. Gelaber, Gelaber, Gelaber. Schwampai, are you alright? It appears that the pirates found out about this passage and set a trap in the water. The blade has gone straight into my stomach. Damn. I must call for help. Maybe the others haven't launched it. I'll be alright. You can do it. Alter Schwede.
you are, you bastard! You won't get away from me now! I was not going anywhere. Wait, you're a woman? Alter Schwede.
Geht doch. I am sorry for burning down your village. I had no choice. A few years ago, a bloodthirsty tyrant appeared in my homeland, who had decided to conquer the whole country. My father stood against him, and I wanted to launch myself at my foes and die for my family's honor. But I gathered a handful of samurai most loyal to my father, and went into exile. I swore that one day, I would restore our clan. A fascinating story. But what does it have to do with the murder of hundreds of people? Your deaths were supposed to pay Fudo for the resurrection of my clan. Before she died, she said that someone called Fudo promised to resurrect her family in exchange for people's lives. Fudo is a Japanese deity, believed to cast out demons with fire. I have never heard of people making sacrifices to him, especially human ones. Do you think we're dealing with a cult? I don't know yet, but something tells me that there is a person behind the name. Master Zhongfei, I would like to speak to you. You have taught me a lot since I've been with you. How to move during a fight, how to strike, how to center my chi, how to breathe, and even how to fall correctly. I've almost completed all the tasks set by Master Guanli, from defending villages to washing these blasted floors. And now you want to take the monastic vows and become a student monk. I won't argue with that. You're quick to learn, you train hard, and already fight better than many Shaolin monks. You have finally gotten revenge on the person who killed your grandfather and burned down your... For me, she was evil incarnate. Every day, I imagined how I would take her life with my own hands. I wanted her nearest and dearest. People I You probably expect me to say that her murder didn't change anything, that I don't feel any better, and other such banalities. However, I do feel better. Although not because I got my revenge, she was only human. She committed all these murders because she was unable to accept her father's death. I feel better because I was able to discard my hate towards her. You have changed much since we first met. Well, I agree. Wei Cheng swore not to drink wine, eat meat, commit adultery, or kill. However, the Shaolin warriors were allowed to break the last commandment if they were in mortal danger. Apart from renouncing worldly pleasures, Wei Cheng also had to forswear his common name and take on a new monastic name. Thus, Wei Cheng went from being a simple fisherman to being the monk Dao Kun. Teacher Zhongfei, why is my new name so similar to Dao Shan's name? The second part is taken from a strict order of names described 300 years. The third, let's move on. It is based... This technique is called the 3 ground seals. This stuff first... The second seal is the seal of levity, which lifts opponents into the air. Finally, the third one, the seal of concentration, draws the enemies towards...
So, ich würde sagen, ein Level gucken wir uns jetzt mal noch an. Und je nachdem, wie es läuft, würde ich sagen, reicht das mal als Eindruck von dem Spiel auf jeden Fall. Also für 15 Euro definitiv kaufen, zuschlagen. Wenn er es noch billiger findet, auf jeden Fall mitnehmen. Thank you for saving me. The Wuku have already found out about your arrival somehow. Ah, there is no mystery in that. The provincial governor is colluding with the pirates, and
I have evidence to show his complicity in what is happening. That explains why nobody has gathered the troops and driven back the pirates so far. Why can't you arrest him? You may not have heard, but our Emperor has passed away recently after a long illness. His son, Juitsu, who is still a child, has now ascended the throne. The young Emperor's retinue has been trying to agree on who will be regent until he reaches his majority. So far, all these advisors, eunuchs, and nobility have been mired in feuding and arguments. Common folk are suffering. No, they care about his power. This is sadly true. Like all censors, I only obey the Emperor or his regent, and only he can authorize an arrest. My hands are thus tied in the short term. Unlike you, we are not bound by bureaucratic restrictions. We won't interfere in your conflict with the governor. But if you have information regarding the Wuku, we are keen to hear it. That's all I was hoping for. As you know, for many years, our country has been under the Haiji, a sea ban that forbids merchant ships of other countries from entering the Middle Kingdom ports. I clearly remember it being abolished right after the Wuku were defeated. It was said that lifting the ban would prevent the pirates from reappearing, and indeed, the Wuku were not seen for all those years. But the Haiji had one exception, the Ryukyu Kingdom. It alone was allowed to trade with us overseas, enabling them to amass huge wealth. Now, they've lost their exclusive position. I suspect that the Ryukyu merchants have hired the ex-Wuku to resume attacks. They will use their own people at court to push for... Have you ever... Ja, auch wieder geschafft. Jetzt gucken wir mal, was diese neuen Schuhe da bringen. RetroStreet auf Instagram, auf Twitch und natürlich auf YouTube auf jeden Fall. Also, bis dann, haut rein, gute Nacht und bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao.